Und wenn ich den Schülerinnen erzähle, dass ich LeBron James beim Basketballspielen live gesehen habe, dann bin ich ihr Hero. Im Programmjahr 2023-24 war Sophia Reitspies Fulbright-Sprachassistentin oder FLTA an der University of Oklahoma in Norman, Oklahoma. Für ein akademisches Jahr war Sophia als FLTA tätig und hatte die Möglichkeit, Deutsch zu unterrichten und gleichzeitig selber Kurse an der Uni zu belegen. Am Ende ihres FLTA-Jahres sprach Sophia mit uns über ihre Erfahrungen als Fulbright-Sprachassistentin und ihre gewonnenen Eindrücke vom Leben in den USA. Also ich wollte eigentlich unbedingt schon während des Studiums noch ins englischsprachige Ausland gehen und war aber dann mit dem Studium fertig und konnte das aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht mehr machen. Und dann habe ich zufällig herausgefunden, dass Fulbright eben dieses FLTA-Programm anbietet. Und es war dann für mich so, oh ja, voll gut, ich kann irgendwie meinen Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland noch nachholen. Und irgendwie ist die amerikanische Universitätslandschaft etwas, was man sich halt als sehr exklusiv als Österreicherin vorstellt und was sehr Privilegiertes ist. Das hat dann irgendwie nur dazu beigetragen, dass ich extrem begeistert war von diesem Programm. Ich habe es auch extrem cool gefunden, dass man noch Kurse an der Uni belegen kann, aber trotzdem unterrichtet. Und ich wollte auch nicht mehr richtig Studentin sein, weil ich war dann mit dem Studium fertig und ich war dann auch alt genug, um einfach zu arbeiten. Und das hat eben das FLTA-Programm ermöglicht. Ich habe studiert Englisch und Französisch auf Lehramt und habe halt von da schon sehr viel Erfahrung mitgebracht im Unterrichten von Fremdsprachen. Dann gab es ja auch das Seminar, ich glaube 2-wöchige Seminar, Online-Seminar, bevor man in die USA gekommen ist. Und ja, ich würde sagen, ich bin sowieso eine sehr interessierte Person, auch interessierte Person, was meinen Beruf betrifft. Also ich bilde mich sehr gerne fort und schaue, was es so Neues gibt und ich glaube, das ist mir auch in Amerika zugute gekommen, weil man dann halt verschiedene Medien einbauen kann in seinen Unterricht oder den Unterricht irgendwie aktiver gestalten kann, als wie jetzt nur im Buch zu arbeiten zum Beispiel. Also ich würde sagen, genau, das ist irgendwie so meine Natur, aber auch mein Interesse für den Beruf grundsätzlich. Ja, so habe ich mich, glaube ich, vorbereitet, obwohl ich mich jetzt nicht wirklich explizit darauf voll vorbereitet habe. Irgendwie kommt es so mit der Zeit. Also was ich sehr schätze, ist die sehr freundliche Art und die gute Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden. Also die Hierarchien sind sehr flach. Nur weil du jetzt an der Universität unterrichtest, bist du trotzdem noch sehr accessible für die Studierenden, sage ich jetzt mal. Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich auch extrem gut mit meinen Studierenden verstanden und auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Also die freundschaftliche Art hat mir gut gefallen. Was mir noch sehr gut gefallen hat, war diese ganze Universitätskultur, die ich von Österreich so überhaupt nicht kannte. Zum Beispiel, dass du dann voll für dein American Football Team cheerst oder die Basketballfrauen anfeuerst im Riesenstadion deiner Universität und also die ganzen Sportveranstaltungen habe ich extrem cool gefunden. Das hat mir extrem gut gefallen und das finde ich, glaube ich, auch sehr cool am amerikanischen Universitätssystem, dass sie auch so verschiedene Sponsorships anbieten für professionelle Sportler und Sportlerinnen. Also das wusste ich zum Beispiel vorher nicht und das gibt es, glaube ich, so in Europa auch nicht. Und da kommen auch sehr viele Menschen aus der ganzen Welt dann an die Unis und verfolgen halt ihre professionelle Tenniskarriere zum Beispiel. Und können trotzdem studieren und belegen ihre Kurse und haben danach den Abschluss. Und da geht es auch zum Beispiel um die Musikgruppen, die es gibt oder um die ganzen Clubs, die es auf der Uni gibt. Also da ist, glaube ich, für jeden etwas dabei.
Und ja, man wird eigentlich sofort komplett integriert und man ist dann auch sehr stolz auf seine Universität. Also das hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich richtig cool gefunden, ja. Was mir halt sehr gut gefallen hat an diesen Kursen ist, dass sie dir eine ganz andere Perspektive oft auf Sachen geben, die du jetzt zum Beispiel vielleicht aus Europa nicht kennst oder aus deinem eigenen Umfeld nicht kennst. Also ich habe einen Kurs belegt, wo es um queere Literatur für Kinder gegangen ist. Und es war sehr interessant, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mit dem noch überhaupt keine Berührungspunkte hatte und ich überhaupt auch nicht mit der Problematik mich auseinandergesetzt habe und dass es wirklich Menschen gibt, die denken, das wäre kinderfeindlich. Und danach habe ich noch einen Kurs besucht, weil halt einfach auch das dem geschuldet war, wo ich war. Da gibt es sehr viele Tribes, also Native Americans. Und dann habe ich dazu einen Kurs besucht, den ich halt auch der genau aus dem Bereich kam, der den Oklahoma widerspiegelt, was für mich irgendwie sehr passend war für die Geografie und die Geschichte des Bundesstaats, wo ich mein FLTA-Programm absolviert habe. Also gibt es wahrscheinlich viele. Ich bin jetzt ein Riesenfan vom Basketball zum Beispiel. Also ich habe mir ganz viele NBA-Spiele angesehen. Und ja, also das habe ich richtig cool gefunden. Das ist ein Riesen-Highlight, glaube ich. Und des Weiteren auch die Menschen, die ich kennengelernt habe. Mit denen bin ich noch ständig im Kontakt. Und die haben mir meine Zeit dort auf jeden Fall verschönert. Also es war so schön, aber die Menschen, mit denen man dann die Zeit verbringt, das ist dann natürlich nochmal was Besonderes. Also ich habe mich auch extrem gut mit meinen Studierenden verstanden. Wir haben eine sehr gute Beziehung gehabt und das hat mir sehr gut gefallen. Das war auch ein Highlight, dass die Stunden und der Unterricht so leicht von der Hand gegangen ist, weil es eigentlich kein einziges Mal wäre irgendein Problem gewesen. Also das war sehr easygoing. Die Küche, also dadurch, dass Amerika so viele EinwandererInnen hat, kann man dort ja auch so viel verschiedene Küchen und kulinarische Highlights ausprobieren und wird dann auch selber sehr kreativ im Kochen. Und auch, dass man einmal überhaupt begreift, wie groß die USA ist und wie viel da dahinter steckt. Also man denkt ja immer so als Europäerin, ja, USA ist alles das Gleiche, was für Kultur haben die dort bitte, aber das stimmt überhaupt nicht. Also durch die ganzen Einwandererbewegungen gibt so viel anzuschauen und ich glaube, wenn ich jetzt mein ganzes Leben nur mehr in Amerika verbringen könnte, mir wird nie langweilig werden, weil jeder Bundesstaat gibt irgendwas zum Erleben und es gibt ja so viele Bundesstaaten und so viele Sachen zum Anschauen. Also dass sich meine Perspektive auch auf die USA sehr verändert hat, würde ich sagen, ist auch ein Highlight. Ich habe jetzt wieder als Lehrerin an einer Schule begonnen und habe jetzt eigentlich vor, dass ich dort bleibe. Also ich bin voll zufrieden mit meinem neuen Job, bin auch voll zufrieden mit meinen Kolleginnen und Schülerinnen dort und habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich da so eine positive Energie vom FLTA-Programm jetzt da mit in die Schule nehmen kann. Und wenn ich den Schülerinnen erzähle, dass ich LeBron James beim Basketballspielen live gesehen habe, dann bin ich ihr Hero. Also das ist sehr lieb von ihnen. Und ja, die kann man halt gut beeindrucken mit solchen Geschichten. Und also im Moment bin ich da, wo ich bin, sehr zufrieden und jetzt bleibe ich dort. Einmal. Für Bewerberinnen, die es auf jeden Fall bewerben. Ich habe mir auch gedacht, keine Ahnung, wo ich da genommen werde. Es scheint ultra schwierig zu sein, dass man einen Platz bekommt, aber es hat sich gelohnt und es hat funktioniert, geklappt. Es hat mich sehr gefreut und für Programmteilnehmerinnen auf jeden Fall, dass es am Anfang wahrscheinlich sehr schwierig ist. Also es war jetzt für mich so die ersten paar Wochen, muss man sich einfach extrem auf das einlassen und einleben zuerst einmal. Und dann habe ich es aber voll genießen können und habe voll die schöne Erfahrung gemacht. Also durchbeißen vielleicht die ersten paar Wochen und dann wird's richtig, richtig nice. Also sowas bei mir, ich hoffe, das ist bei anderen Leuten auch so natürlich. Und ja, das Genießen.